Das ist absolut geile Event. Das können wir nicht vergleichen mit normalem Rennsport. Das ist wie eine größere Show. Hallo zusammen, ich bin Jevgen Sokolowski und wir sind heute in Litauen bei 1006 Kilometer Rennen. Donnerstag Palanga, ja, wir sind jetzt kurz vor, so sage ich, technischer Kontrolle mit Fotosession, mit Videosession. Alle Fahrer sind hier, alle Autos gehen zum Startziel. So haben wir gerechnet 22 Autos auf Start. In Konkurrenz von uns so circa 9 Autos, alle schnell, alle gut, alle gute Fahrer. Deswegen, ich glaube, wird interessant. Ich glaube, das ist ein geiles Wochenende, geiles Race-Weekend. Für mich das ist was Neues, neue Experience, neue Strecke, neues Land, neues Format von Rennen. Verstehe ich noch nicht ganz, wie das läuft, weil keine richtige Rennstrecke, das ist abgesperrte Autobahn. Aber von Atmosphäre, heute Mittwoch, ja. Heute nur Mittwoch. Aber Atmosphäre gefällt mir gut. Ein bisschen Gefühl wie zu Hause ist, ja, wie in Odessa, wie bei mir im Heim in Ukraine. Deswegen macht mir richtig Spaß. Sonne, macht Spaß. Das läuft von Donnerstag bis Samstag. Wir haben ein ganz normales Programm mit Freitraining, mit Qualify, mit Superpole und dann Rennen. Hat jemand schon gesehen auf der Autobahn bei normaler Tankstelle GT3 Rennwagen? Palanga, das ist genau Standort für solche Rennen. Hier auf geschlossener Autobahn ist natürliche oder künstliche Rennstrecke gebaut und wir fahren zusammen mit unserer Audi GT3, genauso wie mit Lada Mustang Motor. Hallo zusammen, wir sind heute sehr weit von der deutschen Rennstrecke. Wir sind sehr nördlich und in Litauen. Absolut anderes Format, absolut andere Atmosphäre. Wir wollen diesmal zeigen, wie das geht, Rennsport in Litauen. Und wir starten hier heute mit City Parade. Absolut besondere Atmosphäre, weil kann ich nicht beschreiben, wie viele Leute es hier ist. Das ist eine Woche hier für Leute, welche hat Benzin im Blut. Und das kommt von ganzem Land, von ganzer Baltik, hier auf diese ganz kleine City Palanga. Jetzt Fahrapparat zum Ende und wir gehen gleich in 2 Stunden um 14 Uhr erste Training. Das freut mich auf diese Rennstrecke, auf dieses Stück von Autobahn schon heute fahren. Ja, wir sind natürlich mit Top-Team auf der Rennstrecke, weil Utah Racing hat mehrmals das gewonnen. Ich glaube, über 10 Jahre Utah war als Favorit und Konkurrenz immer stark. Diesmal haben wir auch. Wir haben 2 GT3 Autos von Utah Racing. Beide Fahrzeuge waren mit guten Fahrern. Bei uns war Julius, ist super, absolut perfekter Fahrer. Dann Oscar, auch gute Fahrer, die kennt Rennstrecke schon auch gut. Zweite Autos war mit 2 Profifahrern und 2 Bronzefahrer. Die zweite Auto hat 4 Fahrer gehabt und mein Auto, wir sind nur zu 3 Fahrer gefahren. Sehr speziell Paddock. Ja, das ist, wie habe ich schon gesagt, das ist einfach ein Stück von Autobahn und hier gebaut so wie Boxen. Wenn kann ich das sagen, wie Boxen, wie pro Fahrzeug, ganz weniger Platz, aber ja, interessant. Aber später wir gehen im Paddock, gucken wir alles.
jetzt nach zweiter Training verstehe ich ein bisschen schon Strecke. Strecke natürlich können wir nicht vergleichen mit normaler Rennstrecke, weil ganz schwer was Punkte stellen, ja, wo Bremspunkt, wo Throttle Position Punkt. Macht Spaß, nach zweiter Training macht Spaß, weil nach erster Training, ehrlich, die war bei mir wie Salat im Kopf. Ich habe nicht verstanden, wie Leute macht hier Rennen. Aber nach zweiter Training macht schon ein bisschen Spaß. Ich hoffe, morgen machen wir gute Training, wenn gutes Wetter ist, dann geht alles weiter gut. Aber ich bin zufrieden nach zweiter Training. Rundezeit geht schon ein bisschen. Können wir noch ein bisschen schneller, aber geht schon. Und ja, wir müssen kämpfen auf Podium. Wir haben absolut alle Chancen zu gewinnen. Podium muss mindestens Podium sein. Aber jetzt gucken wir unser Glück. Jetzt Wichtiges, ja. Meine erste Erfahrung auf Rennstrecke Palanga. Die erste Training habe ich nicht gefahren, ja, wie kann ich hier schnell fahren, weil rechts, links, du hast Leitplanke. Du darfst keinen Fehler machen. Kleine Fehler kostet dir Auto. Ja. Kleine Fehler, du bekommst sofort Crash, wahrscheinlich schwer Crash und du kannst nicht weiterfahren. Deswegen, du musst immer diese Grenze, Balance sehen von Performance, von Fahrstil, aber gibt es kein Kiesbetten, gibt es keine Auslaufzone, gibt es keine Möglichkeit, das korrigieren und wieder zurück auf die Rennstrecke kommen. Wenn machst du einen Fehler, du bist sofort im Maut. Guten Morgen, heute ist Freitag und langsam kommen wir zum Qualifying-Tag und Renntag. 24 Stunden bis Rennen und 4 Stunden bis Qualify. Das freue mich auf Qualify, auf Superpole. Heute haben wir langer Tag von 9 Uhr bis 18 Uhr nur am Fahren. 3 Praktik, 2 Qualify, ein Superpole. Heute geht schon. Ein paar Highlights auch von Autos. Auf der Strecke habe ich gesehen Ginetta GT4, das ist Fahrzeug, welches habe ich auch gefahren hier in Deutschland, Nordschleife, Nürburgring. Front sieht so aus wie 812 Superfast, deswegen ich habe zuerst, das Auto steht viel zu weit im Paddock und ich habe gesagt, steht das 812 GTS? Nee, kann nicht sein, oder 812 Superfast? Nee. Und dann kommt, ja, das ist Ginetta, hat mir auch mega Spaß gemacht, das Auto wieder auf dem Rennstrecke sehen. Und zweite noch, natürlich Highlights, das ist Lada mit Mustang-Motor. Die war auch Kämpfer, die hat versucht immer pushen. Auch die Jungs hat bestimmt Spaß bekommen und war interessant auch zu gucken und das Auto zu hören. I push very hard, I like that race, I like that condition, and I push very hard. I push training very good, I push 2 lap good, 1 lap not good and good. Ja, Step by Step. Ich bin schon ein bisschen zum Ziel, ja, Minute 10.0 und mit kleiner Traffic, das freut mich schon und ich brauche noch ein bisschen Praktik und dann, glaube ich, geht besser. Aber freue mich schon, so sage ich, so Basic habe ich schon. Weil Strecke ist nicht einfach, ja, vom Gefühl auch. Du hast keine Aufbauzone, ja, immer rechts, links hast du Leitplanke und Leitplanke, tut mir leid, Planke.
Und haben wir im Team einen Monster Julius, alle Freipraktiker sind P1. Ja, das freut mich. Und mit alter Reifen, das ist 0,2 von Lab-Rekord. Gucken wir Super Pole, wahrscheinlich machen wir Lab-Rekord. Superpole, wir sind Zweite, 2:10 fehlt zum ersten Platz, aber sowieso alles gut. Nee, freue mich, wir sind auf Podium, wir gehen gleich. Congratulations. Natürlich in dieser Woche, ich habe so viele verschiedene Autos gesehen in dieser kleinen Stadt, weil, wie habe ich schon gesagt, die kommen ganze Land, alle Liebhaber, alle Autofreaks kommt nach Palanga genau in dieser Woche. Wir haben gesehen verschiedene Style und verschiedene getunte Autos mit Fahrwerk, Auspuff und so weiter, weil in diesem Land noch darf man fahren so ohne große TÜV-Reglement, ja, ohne große Probleme von Straßenverkehrsamt oder von TÜV-Leuten. Deswegen Auto war extrem umgebaut, extrem getunt oder extrem gemacht, welche heute schon sehr, sehr selten siehst du auf der Straße. Da haben wir gesehen, dass alles auf der Straße, die Leute macht Spaß, die Leute fährt, die Leute freuen sich und das natürlich macht auch Spaß. Ja, wir sind von Nürburgring unsere Wette gebracht. Immer Regen dabei. Ja. Ja, gestern haben wir einen sehr langen Tag am Samstag und der Tag war sehr erfolgreich für uns. Wir sind P2 im Top Qualify und erster Platz im Qualify. Wir haben sehr glücklich nach Hause gekommen und heute starten wir unseren Renntag. Start sehen wir schon, wahrscheinlich Wettrace wird deklariert. Wie das alles läuft, schwer mir beschreiben, weil, wie habe ich gesagt, das ist ganz normale Autobahn, ganz normale Rennen auf der Autobahn. Heute ist Renntag, wir sind auf dem Grid, eine Stunde vor dem Race. Race startet um 12 Uhr und läuft ungefähr 9 Stunden. Auch eine ganz interessante Geschichte. Ich stehe auf dem Startziel vor dem Start. Wir sind auf P2. Und dann kommt ein Mann mit Frau und 10 Kinder, ja. Und er sagt, ja, Jevgen, hallo, du bist aus Ukraine. Ich habe gesagt, ja, ich bin aus Ukraine. Und er sagt, guck mal, das sind alle Kinder aus Ukraine, aus Stadt Bucha. Wir wissen ja die ganze Tragödie, ganze Drama, was passiert Anfang letztes Jahr im Krieg, ja, was in Bucha passiert. Und er sagt, ja, freue mich, dich hier sehen aus Ukraine. Und dann, was macht er? Die nimmt Telefon und sagt, guck, wir rufen jetzt zum Bürgermeister Bucha FaceTime. Ich sage, ja, okay, dann machen wir FaceTime. Und er ruft von Starterstellen zum Bürgermeister von Bucha über FaceTime. Der geht zum Telefon, geht dran und sagt mir, ja, Slava Ukraine, Gerojem Slava. Der sagt, viel Erfolg, viel Glück und echt, das hat mir so viel motiviert, so viel Energie gebracht. Ich habe gesagt, guck mal, wir sind hier und
haben wir Fans aus Ukraine, haben wir diese Kinder, welche im Besuch in Litauen aus Bucha. Und natürlich hat das mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist genau, was habe ich gesagt. Das ist Lada mit Mustang-Motor. Das ist ein kleines Monster. Und die klassische Remise, wir haben auch eine Lada. Das ist ein vorgängiges Modell, 02 heißt, das ist 04. Und macht mir Spaß, weil das sehe ich Autos von meiner Kinderzeit. Wir haben ganze Rennen, haben wir Konkurrenz zwischen uns gehabt, plus GT3 Mercedes, die war auch mit 2 Profifahrern engagiert und 2 Bronzefahrer. Fahrzeug war extrem schnell, der hat Rundenrekord gemacht, der hat Superpole gewonnen. Unser Auto war im Superpole als Zweiter und unser zweites Auto war als Dritte. Und extrem schnell war alle Porsche Cup 992, weil das Rennstrecke, wo hast du nur gerade, ja, nur ein paar Verbindungen im Kurve. Deswegen Porsche Cup hat mehr Leistung auf dem Gerade und auf dem Gerade das ist viel mehr schneller, aber verliert natürlich im Kurvenspeed. Und wir haben noch ganze Zeit Battle gehabt mit Lambo Trofeo und Cup. Obwohl das nicht in unserer Klasse. Aber wenn du bist auf dem Gerade mit Cup Porsche oder mit Lambo Trofeo, du kannst keine Möglichkeit, das Overattack machen. Aber im Kurve, du versuchst das rein, aber das ist auch gefährlich. Wenn der Fahrer sieht dir nicht, der macht dir zu und du kannst auch Chancen Auto kaputt machen. Deswegen, das hat auch uns ein bisschen Stress gemacht, dass alles so gut fährt. Mit Wetter haben wir Glück, Unglück, die war trocken, aber genau im Rennen war 2-3 Mal starker Regen. Wir waren auch unterwegs auf Wett mit Slicks-Reifen, auf trocken mit Wettreifen. Das war wieder so ein bisschen Salat mit Wetterbedienungen. Deswegen haben wir da auch wahrscheinlich ein bisschen Zeit verloren. Dann, jetzt weiß keiner, ja. Schon langsam zum Finish, ja, die 50 Runde bis Ende dieses Rennens. Wir haben ein Steen, sieht so aus, wahrscheinlich müssen wir noch nachtanken. Momentan wir sind P3 im Overall. Ich hoffe, bleibt so, aber echt die sehr schwere Battle zwischen ersten 5 Autos. Und ja, ich wünsche Glückwünsche zu unserem Team und zum Auto Nummer 2. Echt, das ganze Zeit, ich bin oder im Auto oder vor dem Monitor, kann nicht losgehen oder weitergehen, weil echt sehr entspannte Momente, immer, nonstop, ganze Rennen. Wir sind ganze Rennen gekämpft auf Platz 1, 2, 3, ja, wir waren immer auf Podium. Und leider, ja, uns fällt zum Podium nur 2 Sekunden. Ja, zum Finish, wir sind gekommen mit 2 Sekunden Gap von P3.
erste Pokal dieses Jahr, aber mit GT3. Das freue ich mich auch. Rennen war entspannt. Wir waren P1, P3, P4, P3. Wir waren so gut zum Overall-Podium, aber leider das nicht passiert. Aber für mich war neue Experience, neue Strecke, neues Team. Hat mir Spaß gemacht. Ich will hier zurückkommen. Vielleicht nächstes Jahr nochmal. Ich hoffe, nächstes Jahr ich komme wieder zum Palanga. Ich hoffe, nächstes Jahr ich komme wieder zum Utah Racing, weil dieses Team macht mir mega Spaß. Zusammen fahren, zusammen Sport machen. Danke zum Jonas, danke zum ganzen Familie von Jonas. Ja, die alle Leute sehr, sehr nett. Echt macht Spaß mit euch was zusammen machen. Und für Gary, schöne Grüße, Gary. Danke dir. Du bist als Ingenieur Gott im Team. Ich hoffe, wir sehen uns mit Utah Racing in Barcelona bei 24 Stunden im September. Das ist 15. 17. September dieses Jahr 2023. Und dann sprechen wir. Vielleicht nächstes Jahr können wir ein bisschen mehr was zusammen machen. Ich wünsche euch alles gut. Danke, wer schreibt einen Kommentar. Danke, wer guckt uns. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis nächste Rennen. Ciao.